Heute zeige ich euch die Herstellung von Teer nur aus Birkenrinde. Zuerst muss man sich natürlich ausreichend Rinde beschaffen. Ich habe die Rinde jener Birke, die ich bereits in einem früheren Video gefällt habe, verwendet. Auch in Birkenrinde von Totholz sind noch genug Öle für die Herstellung von Birkenpech vorhanden. Nachdem man genug Rinde gesammelt hat, stopft man diese in eine dichte Dose mit einem Loch an der Unterseite. Meine Dose war sehr groß, weshalb ich auch eine Menge an Teer gewonnen habe. Theoretisch sollte jedoch auch eine alte Farbdose mit einem Volumen von 500 bis 1000 ml ausreichen. Zum Schluss muss man nur noch einen weiteren Topf ebenerdig in den Boden eingraben, über den man später die Dose mit dem Loch nach unten stellt. Hierbei ist es wichtig, das Ganze so gut es geht mit Erde oder Lehm abzudichten. Danach schlichtet man einfach ein Feuer um die Dose herum und sorgt dafür, dass diese möglichst lang der Hitze ausgesetzt ist. Ich habe später immer wieder die Glut auf die Dose bzw. möglichst nah daran geschaufelt. Am nächsten Tag befindet sich in der Dose nur noch ein Haufen Schlacke, während alle öligen und flüchtigen Bestandteile abdestilliert wurden und sich im unteren Gefäß gesammelt haben. Da das Teer zu diesem Zeitpunkt jedoch noch mit einer Menge Wasser verunreinigt ist, empfiehlt es sich, das Ganze so lange einzukochen, bis statt Wasserdampf weißer Rauch aufsteigt. Dabei handelt es sich bereits um verdampfende Öle. Je länger man das Ganze einkocht, desto dickflüssiger wird das Teer. Man könnte es sogar bis hin zu einer knetbaren Masse eindicken. Nun, welche Anwendungen gibt es dafür? Zum einen kann man das Teer als Wundverschluss für abgesägte Äste an Bäumen verwenden. Es eignet sich jedoch auch hervorragend als Dichtungsmittel bzw. als Klebstoff im Survival-Bereich. Man kann zum Beispiel Kanus und Boote damit abdichten oder Federn auf Pfeilschäfte aufkleben. Fallen euch noch weitere Anwendungen dafür ein, schreibt's mir in die Kommentare. Was ich noch vergessen habe, Birkenteer stinkt enorm und ist sicher auch nicht sehr gesund beim Einatmen. Deswegen auf jeden Fall das Ganze draußen und am besten bei etwas windigem Wetter durchführen. Vielen Dank fürs Ansehen.